Das ist unbequem. Seid ihr alle ziemlich bereit? Yes. Seid ihr wach? Yes. Ich kann euch nicht bedrohen, aber ich habe das Schwert sowieso. So, wir machen heute Comics. Ich habe meinen Zug. Ja, was kann ich hier machen? Jetzt habe ich so Tonella und so, nicht das sind die zwei. Ja. How does it go further, Mark? Da. Oh shit. Oh, here we go. Ja, das sind die Sound Effects. Kennt das? Da habe ich eigentlich weil ich wollte schimpfen, die haben mich eingeladen, über Comics für Erwachsene zu sprechen und dann sofort machen die in den Plakat Bing, Boom, Bau, Comics. Jeder irgendwie, der ein Comiczeichner denkt, irgendwie, das ist irgendwie Hauptdinge. Ich weiß nicht, ich finde es ganz toll. Mein Vater war Schriftmaler, aber es ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich fand dieses Blatt, das ist ziemlich cool. Übrigens in Amerika, die Soundeffekte macht man selbst. Du machst fast nie Kapau oder was, das war alt. Modern, du versuchst selbst etwas und dann du versuchst es phonetisch zu schreiben. Deswegen sieht es komisch in Deutsch aus. Weil das wäre Fum. Ja. Siehst du mein Batman-Cursor? Siehst du das? Nein. Nicht? So, ich kann nicht so direkt, du siehst nichts. Der Batman springt herum, nicht? Ja? Okay. Okay, next. Hier sind ein paar Dinge über Soundeffekte. Was ist ziemlich cool, wie es geht. Inklusive diese geile Band-Aids, die sehen. Und hier ist ein ganze Comic gemacht, nur mit Sound. Ich werde nicht dadurch, aber es ist ein Abenteuer, was ist so geil. Also, klick, oh, was ist das? Ja, und du kannst, wenn du liest es, dann merkst du, es ist ein Ding. Die wollte, dass ich die sprechen, das ist blöd. Die Namen sind speziell, wir sagen Comics, was eigentlich heißt komische, lustige Bilder. Aber alle anderen auch. Manga heißt komische Bilder, lustige Bilder. Manga, ga ist Bilder. So ich mache Kaga, das ist ernste Bilder. Alle sind sowas, außer Fumetti kommt in Italienisch. Weißt du, was das bedeutet, Juliana? Fumetti. Redest du nicht Italienisch? Nein, keine Ahnung. Das ist Rauch. Das ist Rauch. Das ist wie eine Sprechblase, wie es raucht, gell, was so. Manhua ist koreanisch und chinesisch, die haben einfach Manga falsch ausgesagt. Der Französin macht eine geilste Name, ich habe scheußlich Französisch Bande dessinée, so das bedeutet gezeichnete Reihe. Und die sagen ihm einfach BD. Ich finde, das ist das Beste. Und dann habe ich es gefunden in Latein, einfach weil ich habe Latein lernen müssen und es ist ein Horror. Liber nubeculatus. Die französische Philosophen nennen es die 9. Kunst, weil es gab traditionell 7 Kunst. Malerei, Skulptur, Poesie, In 8. hat man gesagt, ist Film. Und ein französischer Philosoph hat gesagt, der 9. ist Comics. Und dann Will Eisner und viele haben heutzutage die Änderung, und ich habe dieses Wort gern, und wir sagen sequentielle Kunst, weil es könnte ja auch Fotos, könnte irgendwas, aber eine Sequenz. Viele Leute finden das hochnasig und würden lieber Comics, aber wenn ich sage Comics in Deutschland und in der Deutschschweiz, man denkt immer nur an Scherzbilder, weil der Hauptverkaufte Comic in der deutschen Sprache ist Donald Duck. Der bestverkaufte Kunstcomics auf der Welt übrigens ist in Frankreich. Und so, die verstehen es gut und die verstehen es. Definition. Hier seht ihr, man muss immer so Anthologie. Es muss diese Dinge haben oder es ist nicht wirklich ein Comic. Sequentialität, es muss eine Folge. Ein einzelnes Bild ist nicht ein Comic. Panels, die Bilder müssen getrennt ein bisschen. Es muss nicht ein Umriss, aber ein bisschen getrennt. Wieso? Weil es gab diese mittelalterliche Gemälde, wo Jesus macht 800 Dinge, aber es ist überall auf den Bildern. Du kannst es kaum folgen. So, es muss irgendwie getrennt. Dritte, Closure, das Ergänzung. Das ist, dass irgendwie zwischen den Bildern ist, als ob etwas passiert. So, du siehst meine Hand hier und dann meine Hand da und du denkst,
das. Quasi der Film ist in deinem Kopf. Und der letzte, vierte, ist die wichtigste. Die gegenseitige Abhängigkeit, Unabhängigkeit von Anschauen und Lesen. Dass die Text und Bilder machen was zusammen, aber die sind voll unabhängig. Also, Globi ist leider nicht wirklich ein Comic. Weil da ist das Bild und läuft hinein. Und nebenan ist der Wörter und es sagt, Globi läuft hinein. Ja, das weiß ich. Okay, verstehst du? Also, du musst, typisch ist ein Comic, Globi läuft hinein. Nebenan sagt es, oh nein, mein Tag ist scheiß. Oder dann beginnst du schon eine Geschichte zu bauen. Ah, er hat einen schlechten Tag, er geht in den Zimmer. Ja, so diese Verschränkung. Und eigentlich, du kannst Comics ohne Wörter, aber kaum Wörter ohne Comics, obwohl ich habe diese eine gefunden, dass du gesehen hast. Aber es gibt eine ganze Tradition, es gibt einen traumhaften finnischen Zeichner, der macht alles ohne Wörter. Und kennt ihr Thomas Ott, der Schweizer, der kratzt, macht Scratchboard? Schau ihm an einmal, Unterschrift T.OTT, ein Junge, well, 35 oder sowas, Schweizer, und macht Kratzdecken. Alles sind Horrorbilder. Der Bär verschwindet. Was tust du? Nein, nicht. Nein. Kein Stripping. Okay, dann. Das ist ein anderes Video, okay? Das mache ich jetzt nicht, für das will ich Geld. Ja. Das ist ein Nebenjob für Künstlerinnen. Da habe ich Konzentration verloren. Ja. Aber Thomas Art ist cool und alles ist ohne Wörter. Super schön. Eine meiner Lieblings ist 10 Ways to Kill Your Husband. Das ist so scheiße. So, gehen wir weiter. Hier ist die Differenz zwischen Cartoons und Comics. Man sagt die meistens gleich, dass kommt von, siehst du, die Menschen, das kommt aus Italien, Cartone für ein großer Karton. Die haben lebensgroß gezeichnet für eine Gemälde. Dann haben die kleine Locher, wie ich schon erklärt habe in der Renaissance-Unterricht, in den Strichli und dann mit Pulver dadurch auf der Wand, so die könnt ihr malen. Irgendwie das ist übergegangen nach England und man beginnt diese einzelnen Bilder und man nennt die Cartoons, quasi in englische fucked up Version. Ja? Und dann kommt in Amerika die Animated Cartoons, so bewegende Cartoons und dann sagen, dass sie, so, die sollen lieber wäre wie in Japanisch Anime, aber wir sagen Cartoons. So das Wort ist für die drei unverwandte Dinge. Comics aber sind eine Sequenz. Und hier sind zwei von den einfachsten auf der Welt, von Scott McCloud, das ist der Haupttheoretiker für Comics, hat ein Buch geschrieben, Comics richtig lesen, in Deutsch, in Englisch heißt Understanding Comics. Du sollst es lesen. Es ist so geil. Das ganze Buch ist theoretisch, aber ist in Comic-Form. Das Ganze ist Comic. Und wenn er erklärt, er taucht auf und er erklärt und so ist es cool. So siehst du, das ist da. Aber das ist ein Comic. Ein langweiliges Comic, aber siehst du, du denkst, oder hier. Now you die. No. Du hast schon eine Geschichte im Kopf ein bisschen. Die sind in New York, weiß ich, wegen das kleine Water Tower. Und irgendjemand bringt jemanden und so weiter. Ja. Gehen wir weiter. Ein bisschen Geschichte, ganz schnell, weil das ist theoretisch, was ich unterrichte. Es gibt Bilder mit Wörtern, aber die sind nicht Comics, aber die sind verwandt. Du kennst Ägypten, haben wir schon angeschaut. Hier sind alle die Dinge und das ist Osir und so weiter. Rom, die Trajan's Column, Säule von Trajan, habe ich schon gezeigt mit quasi diese Dinge. Obwohl, wenn du gehst da, du kannst nur die unter 2 oder so gesehen. Ich weiß nicht, wo die andere ist, nur für Vogel oder irgendwas, aber super schön. So ist es ein Abenteuer, aber gebrochen, nicht wirklich die Reihe nach. Wann kommen Comics? Es ist die einzige Kunstwerk, wo wir wissen es ganz genau. Ups, scheiße. Oh nein, geh zurück. Da, kommt von Rudolfe Töpfer, ein Schweizer. Tada! Und die Schweizer wissen es nie. Und der Mann ist ein Heiliger. Das ist sein Selbstporträt. Und er hat es 1831. Er hat diese Dinge da oben gezeichnet. Monsieur, oh Gott, Französisch, ich bin so scheiße, Bois oder sowas. Er war von der Ostschweiz sogar.
Für andere, die hören das zu, es ist, wo wir sind. Und sein Vater war ein Ostschweizer Maler. Er war nicht sehr visuell begabt, aber gut mit Sprache. Er war ein Französischlehrer in Genf, aber für Deutschsprechende und sowas. Und für seine Schule macht er dieses Ding da oben. Und da hat er alle Dinge der Comic erfunden. Du siehst Sequenz, Closure, alles, Wörter, Bilder, unabhängig, außer der Sprechblase. Aber jeder andere Ding ist von ihm. Siehst du, es gibt schon ein bisschen ein Close-up, ein bisschen ändern. Der Mann war ein Genie. Er hat es übrigens Geschichte an Goethe. Und erinnert daran, wenn du sagst Lehrer und so, dass du hast Comics gern und die sagen, ups, jemand ruft mich an, warte. So, er hat schickt an Goethe und Goethe hat ihm zurückgeschrieben und sagt, es war traumhaft, er findet, es könnte die beste Erfindung ihrer Jahrhundert und er muss es weitermachen. Und wirklich, sag das. Und so, du kannst immer Leute, wenn die sagen, ja, Comics, das ist nicht so, ja, weil alle Deutschsprecher finden Goethe ist nah an Gott. Und so, du kannst sagen, aber Goethe fand Comics geil. Töpfer aber ist nicht sehr viel weitergegangen, leider, hat ein paar Bücher und dann er ist halb blind geworden, könnte kaum mehr zeichnen, war dann pensioniert und Dinge, aber das ist er. Und ich finde, er ist ein Genie. Das ist sein Vater, ein Bild aus Winterthur Museum, Adam Wolfgang Töpfer, könnte ich sehr gut malen, sehr traditionell, aber sehr schön. Hier ist eine Seite von Rudolf, von ein Buch von ihm, der erste. Dann kommt der andere Effekt, politische Cartoons, alle anderen Dinge mischen. Die Cartoons gab es schon, einzelne Bilder, inklusive dieser Mann, ich habe sehr gerne einen Deutsch-Amerikaner, Thomas Nast. Er hat zum Beispiel, wenn du siehst in amerikanischer Berichtung, die sagen immer von der Donkey und der Elefant, das ist für die Republikaner und die Demokraten, weil die Republikaner sind die Partei der Reichen, so der Elefant, wie ein Pascha, der Reiter ist ein Elefant. Die Demokraten sind die Arbeiterpartei, so wir sind Esel. Und das ist Uncle Sam, hat Uncle Sam auch erfunden. Und Sammy Klaus, wie wir ihn kennen. Nein, das kommt nicht von Coca-Cola. Das ist von Thomas Nast. Coca-Cola hat es später geklaut, weil er rot ist. Aber hier sind ein paar frühe. Clifford Bearman ist ein schönes Abenteuer da. Das ist Teddy Roosevelt, ein Präsident von uns. Einer der einzigen guten Republikaner. Und er war Jäger und er geht jagen. Und die wollte, wie sehr viele Safari-Leute, die schleppen, wie du siehst in dem Bild, ein Babybär vor ihm zu schießen. So er könnte sagen, er sagt, ich schieße nicht Babys und sicher nicht so geleitet. Ich bin ein echter Jäger. Das war dann so beliebt in der Presse und so, man macht ein Cartoon. Und dann eine deutsche Firma, und das zeigt der Effekt von Cartoons und Comics viel, hat ein kleines Stofftier daraus gemacht. Und es bis heute gibt es heißt ein Teddybär. So genannt nach Teddy Roosevelt und den Bär. Ja. Honneur Daumier, dieser Maler, da unten rechts ist ein Maler, aber er hat sein Geld verdient mit politischen Cartoons. Diese liebe ich ganz oben, weil eigentlich ist es ein Comic. Das ist der König Louis. Und Louis hat ein, ich glaube, das ist Louis. Nein, das ist der andere. Ich sehe bald. Er hat es nicht gern, dass die haben ihn verarscht. Er war groß und dick und die zeichnen ihn wie ein Schwein. So er macht ein Gesetz, dass man darf Leute nicht veräppeln mit Bildern aus Tier. So dann Honneur, so Daumier macht ein Bild von ihm, wo er transformiert in eine Birne. In eine dicke Birne. Übrigens, Daumier muss 3 Tage im Gefängnis für diesen Bild. Aber es ist sehr schön, finde ich. Dann kommt etwas, alle ihr Deutschsprecher kennen, andere nicht so gut. Max und Moritz als großer Einfluss. Kennt ihr das? Bush. Ja. Habt ihr es gelesen? Es ist super. Was sagst du? Ja, die sind super. Hier, wir haben der erste große Zeitungsbesitzer in Amerika, Deutsch-Amerikaner, William Randolph Hearst. So Hearst. Und Hearst hat Max und Moritz als Kind geliebt. Er hat es in Deutsch gelesen eigentlich. Und dann er hat mehrere von seinen Zeichnern befohlen, diese neue Comics-Dinge in diesem Stil zu machen. Aber der erste ist eigentlich von einem französischen Amerikaner, Richard Ucol. Das ist The Yellow Kid. Das ist die erste wiederholende Figur.
The Yellow Kid. Und was schön ist, liest sein Hemd, die haben Sprechblase nicht jetzt erfunden. So die schreiben, was sagt, auf sein Hemd. Und redet in ein sehr New Yorker Akzent. Also, golly gee, you ought to see the other kid, okay? Ich kann es kaum lesen, mein alter Auge. Aber sowas. Und dann immer 2 Bilder oder sowas, so etwas passiert. Dann kommt der erste Kunstwerk. Eine der besten Kunstwerke aller Zeit. Crazy Cat von George Harriman. Harriman war übrigens ein Schwarzer, ein afrikanischer Amerikaner, hat es aber versteckt. Das war kaum bekannt bis vor kurzem. Ist ein großer Held von mir. Ich finde ihn ein super Genie. Du siehst hier, es ist immer Crazy Cat, eine Frau. Und Ignaz, Crazy ist verliebt, die Katze ist verliebt in die Maus, aber die Maus plagt immer Crazy, wirft so Backstein auf Crazys Kopf. Ein Officer Pup, der Hund, ist ein Polizist und ist verliebt in Crazy und schützt Crazy immer. Das ist es, jedes Mal, für etwas 30 Jahre oder sowas, ich vergesse wie lang. Und aber immer spannend, weil du siehst immer sein Spiel auf Kunst. Ist so schön, finde ich. Und so schön gezeichnet, sehr frei. Einstein, der berühmte Einstein, hat gesagt, wir haben ihn gefragt einmal, was macht er jeden Tag, wenn du stehst auf, um kreativ zu denken über Physik? Er sagt immer, er trinkt Kaffee und liest Crazy Cat. Und dann geht weiter. So. Crazy Cat war Einsteins Lieblings. Und es ist eine der einzigen, wo, wenn George gestorben ist, die haben es geendet. Meistens es geht weiter mit anderen Zeichnern. 2 haben nicht weit, sind nur als Reruns, als Wiederholungen. Crazy Cat und Peanuts, was er nennt Snoopy, weil die sind so speziell für den Zeichner. George Harriman und Sparky, Charles Schulz, wir nennen ihn Sparky, für Peanuts. Und es gibt es, aber es ist nur in Reprints und solche, aber super schön. Ich muss es einmal anschauen. Ich bringe ein großes Buch, wenn wir irgendwann wieder Dorfleute treffen und zeige euch. Dann kommt jemand sehr interessant, ein Deutsch-Amerikaner, Rudolf Dirks. Und Hearst sagt ihm, du magst jetzt ein Max und Moritz. Aber Dirks sagt, ja, aber es stört mich immer, der Max und Moritz immer verlieren. Du kennst diese Abenteuer, wie die gehen. Die machen irgendwie Scheiß und dann am Ende sind die tot oder irgendwas. Gell? Er macht es umgekehrt. Er macht 2 Kinder, Hans und Fritz. Und die sind deutsche Einwanderer. Und da habe ich die reden so, wenn du liest es gibt einen deutschen Akzent. For the love of Mike. Es ist geschrieben, so ist ein deutscher Akzent. Was ich geliebt habe, weil so hat meine Großmutter gesprochen. Und so kannst du vorstellen, da wäre Spaß, wenn du magst ein Comic und dann du verarschst meinen Akzent in Deutsch oder sowas. Es ist interessant von sich selbst. Und hier, Hans und Fritz machen immer Scheiß, die leben mit ihrer Tante und Onkel, der Captain, und die veräppeln immer den 2, aber die gewinnen immer. So ist es umgekehrt. Die Erwachsenen sind immer kaputt. Und die gewinnen. Und das ist so. Und er findet wahrscheinlich aus alter mittelalterlicher Quelle, wir sind nicht sicher, diese Idee von der Fumetti, die Rauch- oder Ballon, wir sagen in Englisch Word Balloon, so Sprechblase da oben. Dann sind alle Comics-Dinge, dann ist es nur Verbesserungen mit Dingen wie Jack Kirby und so weiter, aber die Grundstruktur ist da. Und ihr kennt das, da habe ich nur für Erwachsene, da versteht ihr es sicher. Aber für Erwachsene muss ich immer erklären, die sagen mir, ich verstehe nicht, was die Symbole sind. Was ist das? Jemand mal tut was, spricht. Was ist das? Jemand sagt mir, denken, ja. Das? Schreien, gell, und so weiter. Und Manga hat etwas 4, 5 mehr, gell, elektronische Dinge und so weiter. Da kennen wir von Kind auf. Aber es gibt Erwachsene, ich muss sowas erklären. Einer hat mir sogar einmal gesagt, ich kann nicht gleichzeitig Wörter lesen und Bilder anschauen. Ich war wie, man, somebody left you out of our Jahrhundert, gell? Also, ich kann einfach Bilder anschauen, Wörter lesen, Musik zuhören und Hausaufgaben machen. Alle. Dann kommen die realistische, sehr berühmt ist Byrne Hogarths Tarzan, weil Byrne ist später der berühmteste Anatomiezeichner für Künstler. Er hat ein paar Bücher, Anatomie für Künstler, wenn du willst es wirklich lesen, lernen.
Er erklärt, wie man geometrisch denkt. Und das, was du gesehen hast, ist nur ein kleiner Teil davon. Du hast von Vince gesehen mit der Proportion. Da hat Hogarth perfekt und alle Muskulatur. Es ist unglaublich. Ich habe diese Bücher gefressen. Die sind so gut. Und ein Superstar daneben, Hal Foster. Einfach dann merkt man, und mehrere. Und die Franzosen springen dann hinein. Und merkt man, hey, es muss nicht nur Scherz. Es kann super realistisch. Es kann alles, gell? Oder mein Lieblings, Alex Raymond, hat Flash Gordon in verschiedenen. Schau mal das an. Das ist voll gezeichnet mit einem Pinsel. Nicht mit Feder. Ein Winsor Newton Nummer 3. Das ist unglaublich. Sehr 40er Jahre Frau da, aber. Dann gibt es andere Einflüsse, ich gehe ein bisschen drüber. Und zwei von die ganze Zeit, es gab sehr berühmte. Betty Boop war für Erwachsene eigentlich. Sie war kleine Sexsymbol eigentlich. Boop, boop, boop. Das ist, was Marilyn Monroe hat sehr viel geklaut, absichtlich, um Selbstscherz zu machen. Gell? Man sagt, Marilyn, du bist ein Sexsymbol. Sie sagt, ja, boop, boop, boop. Also ja, klar, ich bin ein Comicfigur. Oder Peanuts, kennst du sicher. That's art. Was passiert dann in Amerika? Was geht? Töpfers Idee geht über Frankreich. Frankreich macht kleine erotische Bilder. Ich habe es hier rausgelassen, leider, weil ich habe das Sexschule gezeigt, die wollte nicht. Aber die haben erotische Bilder, Comics, und dann haben die verkauft an die Engländer. Ziemlich typisch. Aber die würde für uns sogar nicht erotisch. Ich liebe, es ist eine Frau, es ist etwas wie 20 Bilder und sie nimmt einfach alle Kleider ab. Und am Ende, kurz vor sie wirklich nackt ist, der letzte Panel ist voll schwarz. Du siehst nie etwas, aber es hat gezählt als Porno. Und nicht gleich für uns auch gewalttätige Scheiß heutzutage. Und dann von England geht es über nach Amerika und in Amerika, dann kommen wir endlich. Und das ist Amerikaner, wir sind nicht so wichtig, wie man denkt, aber ich erkläre, wieso man das denkt. Drucker müssen immer drucken, weil wenn die Maschinen gehen, die verlieren Geld, wenn die sitzen, die haben Arbeit und so die haben. Und Max Gaines, der später sein Sohn und verschiedene Leute machen Mad Magazine, hat nichts zu drucken. Es war in dieser Zeit so, habe ich das Datum, es ist blockiert bei mir. Aber er nimmt Zeitungscomics, macht die einfach und druckt die in eine Broschüre, stapelt zusammen, heftet und verkauft es in den Kiosk für 10 Rappen. Nur für etwas zu tun, für seine Arbeiter. Es war ein Erfolg. Es war über Nacht in ganz New York ausverkauft. Und man merkt, oh Scheiße, es gibt was wir nennen Comic Books und eher besser nennen Comic Heftli. Und das ist die große amerikanische Erfindung und dann ganze Bücher. Aber man hat nicht immer genug Dinge aus den Zeitungen. So man begann selber junge Künstler anzustellen, ihre eigenen Dinge. Was ist das? Hat irgendjemand einen Zug zu Hause oder was? Mir ist so ein fetter Lastwagen vorbeigefahren. Okay. Wo bist du? Auf dem Balkon. Cool. Du bist irgendwie in der Mitte der Autobahn, oder? Nein, da bist du eine Baustelle und er hat so Kies gebracht oder so. Okay. So, die beginnen diese Dinge zu machen mit so 12. Ups, jetzt siehst du, es ist friert. Die sind Abenteuer. Der erste ist Action Comics. Hello. Oh nein, jetzt haben wir ein Andy, es friert. Hello. Come on, Action Comics. Here we go. Und dann Action hat 2 junge Teenagers, 16 Jahre alt, Einwanderer aus der Familie ist Einwanderer aus Österreich, Juden, und dann von Kanada nach Amerika, Joe Shuster und Jerry Siegel. Und die haben diese Figur gemacht, was leider, die haben verkauft an die Firma für ein paar Tausend am Endeffekt, ein paar hundert am Anfang, und Copyright nicht behalten. Das ist wichtig. Wenn du willst etwas drucken, du sagst jeder der Verlag, ja, du darfst es drucken, ich behalte Copyright. Gell? Weil die haben es verloren.
DC Comics hat jetzt Billionen gemacht. Mehr als Milliarden mit dem Figur. Und Siegel und Schuster am Ende waren fast in Armut. Die haben es, und das sind die meisten. Deswegen bin ich ein bisschen komisch über Superhelden. Ich liebe die, aber die sind fast alle von den Künstlern und Schriftstellern geklaut von Corporations. Und ich bin nicht ein Corporation-Fan. Aber das ist die Action, die machen das. Dann die denken, nein, wir machen es nicht mehr. Action Links, das ist zu wild. Aber es hat ausverkauft, inklusive zu Mädchen übrigens in dieser Zeit. Und ein paar Tage später, alle die Kiosk-Leute so kommen zu den Drucker und so weiter und so und sagen, hey, wo ist das Ding mit Superman? Weil man hat gewusst, die Figur. Die merken, mein Gott, das ist ein Hit. Die haben es nicht erwartet. Das war nur ein Ding. So, die machen Superman. Und dann ist alles anders. Das ist der erste Superheld. Deswegen heißen die das. Superman. Hier sind eine Handvoll. Übrigens fast alles von Jack Kirby. Wir kommen zu ihm später. Und Frankreich beginnt eine ganz andere Tradition. Ich finde es so schön. Klare Linie. Tintin. Kennst du Tintin? Tim und Struppi in Deutsch. Ich habe alle die gelesen in Deutsch, nicht in Französisch. Wer hat die gelesen? Hat irgendjemand? Oh, super. Lest die. Die sind traumhaft. Das ist so gut gemacht von Herrsche. Hast du den Film gesehen, Emma? Ich habe ihn nie gesehen. Nein. Ich habe Angst, es wird schlecht. So, ich habe, ja. Ja. Es ist so schön gezeichnet und ganz anders, ganz klar. Also. Und, gell, es gibt doch bei Disney, aber Disney hat immer behauptet, quasi er zeichnet alles, was es Quatsch, er hat ungefähr nichts gezeichnet. Der Superstar ist Karl Barks, du siehst das oben links. Er hat alle Dagobert erfunden und alles. Und niemand hat das gewusst, bis eigentlich deutsche Fans aus Deutschland haben es geforscht und nachgefunden und ihn als alter Mann entdeckt. Das war so schön, weil er hat es verdient. Alle die Kreativität von Donald in Duckville, Entenhausen und alle, das ist alles von ihm. Und dann kommt andere Dinge. Ich will es so, der Weltkrieg. Und das hat der Zweite Weltkrieg. Aber was hier zum Beispiel Captain America kämpft schon gegen Hitler, vor Amerika es gemacht hat. Jack Kirby, der das gezeichnet hat, sogar Lebensbedrohungen bekommen dafür. Amerikanische Nazis. Es gab Nazis überall, unter anderem in St. Gallen. Ein Ding. Und Jack Kirby, kommen wir dazu, er heißt eigentlich Jakob Kurzberg und war dann so ein Jude aus Österreich, aber klein, jung, 16 Jahre alt oder sowas begann er. Und links wie ich, ein großer Held von mir auch, er ist der Superstar, er ist der Michelangelo der Comics. Aber auch es gab Cartoonzeichner in der Armee, Bill Malden, Entschuldigung. Das ist Jack oben, Jack Kirby. Er nennt seinen Namen von Jakob Kurzberg zu Jack Kirby. Er hat 99% von Marvel-Superhelden und Hälfte von DC gemacht, inklusive Silver Surfer und alles. Er ist so wichtig in Comics, dass wir Comics-Fans nennen ihn The King. So, wenn du sagst zu einem Comics-Fan The King, wir meinen Jack. Wenn du sagst zu einem Rock-Fan, die meinen Elvis. Gell? Also, aber niemand will mich in Ruhe lassen. Verdammte Künstler. Rufen früh am Morgen. Da sind ein paar von ihm. Einfach Fantastic Four, Thor, alles ist von ihm. Das ist ein typisch. Und er könnte zeichnen wie ein Tag. Die meisten Comiczeichner können eine Seite pro Tag zeichnen mit vielleicht 6 Bildern. Ich habe Möglichkeit gehabt zu arbeiten für Marvel, aber ich habe bemerkt, ich brauche nicht 2-3 Tage für eine Zeit. Die könnte nicht davon leben. Die kriegen nur ein paar 100 in dieser Zeit etwas wie 100 für eine Seite, für so viel Zeichnen. Wenn ich verkaufe ein Bild von mir, sowas, das ist 900, dann bildende Kunst, gell? So ich bin nicht schnell genug. Wahrscheinlich nach ein paar Jahren wäre Jack könnte 3 Seiten und die Geschichte schreiben in einem Tag. Er hat von 16 Jahren alt bis sein Tod gemacht, mit 80 etwas. So, er war ein fantastisch. Und er beeinflusst viel mehr. John Buscema, Steve Ditko. Du merkst, es gibt verrückt viel Juden und
Deutsche und italienische Einwanderer, so die Arme. Und auch Schwarze, aber die haben afrikanische Amerikaner, aber die haben das eher die Tendenz zu verstecken, weil das war immer noch jetzt sehr rassistische Zeit. Das ist mein Held und mein Meister sozusagen, Gene Colan. Er zeichnet so, wie du siehst rechts, sehr wild, sehr fast Bilder wie Tintoretto. Das links hat er für mich gezeichnet. Er hat Daredevil, Guardians of the Galaxy, Iron Man, verschiedene Dinge, Avengers gezeichnet. Und er war so interessant in Bleistift. Er ist der erste Comiczeichner, weil meistens, die haben direkt von Bleistift. Meistens zeichnest du den Bleistift, dann kommt jemand anderes mit Touche drüber, weil die Drucktechnologie war so scheiß. Die haben so billig Papier und so, außer der Französen. So die haben so, aber man merkt, Jeans ist so schön. Die beiden sind voll Bleistiftzeichnungen da, die du siehst. Absolut kein Tusche oder so. Ich sehe immer noch den von vorne. Was? Ich sehe immer noch den Famous Funnies. Also ich sehe Bleistift. Ah, okay, gut. Siehst du es jetzt? Okay, das ist Gene, aber dann hast du gemisst ein paar. Du hast Jack Kirby und so. Ah, ich kann selber weitergehen. Ah, okay. Kannst du? Weiß nicht. Und so die haben ihm gedruckt von Bleistift. Heutzutage, das ist eine Möglichkeit, du kannst es einscannen, den Kontrast erhöhen, du kannst sehr viel in Photoshop. Viele Comiczeichner übrigens für ihre Information, wenn du zeichnest, ich mache das, zeichne jedes Bild separat, nicht das ganze Blatt. Und dann baue das Blatt in Photoshop. Dann kannst du die Ebene, dann hast du die Wörter auch alle eine Ebene, so du kannst auch Englisch und Deutsch und solche. Das ist mein Porträt von Gene links und das ist ein von ihm rechts mit Wash. Du siehst du das links? Das ist von Gene Colan. Siehst du das rechts? Das ist Mark Steph Brandl, 11 Jahre alt. Er hat es geklaut. Aber offensichtlich, der Brandl war zu faul, einen Hintergrund zu zeichnen. So. Aber siehst du absolut genau. Also, obwohl meine Muskulatur ist nicht richtig, aber nicht schlecht für 11 Jahre alt, okay. Und dann kommt das 60er Jahr neu, nicht nur Superhelden und die klare Linie, es beginnt die Hippies in San Francisco beginnen Dinge und sehr speziell, weil die drucken es auch selbst. Und gell, du kannst es vorstellen, das waren Hippies in San Francisco. So, die haben zum Beispiel, ein von meinen Lieblings ist Spain Rodriguez, macht sehr politisch. Viscar Moscoso, er findet psychedelische Kunst. Er geht dann weg und macht Plakat hauptsächlich. Alle diese Plakate aus den 60er Jahren, das alles basiert auf Victor. Und Robert Crumb ist der berühmteste. Aber die haben es selber gedruckt und alles. Und sehr oft, die waren voll bekifft und mit LSD und so. Und dann die drücken und dann die machen Experiment. Und einmal ist es sinnlos und so, aber es war eine spezielle Zeit. Gell? Und er hat viel geändert. So, es hat die normale Comics geändert. Die begannen Experimente zu machen. Sozialdinge, nicht Superhelden, aber immer noch in die Idee. Und dann in den 80er Jahren gab es ganz junge Künstler, dann sind die nicht so jung jetzt, die haben Dinge gemacht, die sind fast Veräppelung von Superhelden, aber andere. Reed Fleming, The World's Toughest Milkman, habe ich gesehen. Mein absolut Lieblings ist Flaming Carrot. Er sagt, er ist so ein Grade B, dritte Niveau Superheld. Er kann eigentlich nichts. Er hat nur eine Maske mit einem flammenden Karot. Also. Und er trägt immer Schwimmflossen. Und wenn man fragt, wieso, er sagt, in case I have to swim. Und sein bester Freund ist Screwball. Und die finden er ist ein Superheld, weil er hat Autofahren gelernt in New York City. Das ist sein Superpower. Er kann in New York fahren. So, es sollte blöde sein. Und in den Normalcomics kommt etwas, was ich nicht so besonders gern habe, aber sehr kreativ. Wir nennen es Dark Ages, hauptsächlich Frank Miller, der sehr, so ein bisschen so rechtsaggressives, immer Tod und Folter und sehr berühmt für The Dark Knight. So ist Batman, wie du kennst ihn jetzt, kommt quasi von Frank Miller. Aber es war erfunden von Bob Kane und Bill Finger. Aber der Superstar von Anfang an zusammen mit Jack Kirby ist William Eisner, ein New Yorker, schon wieder, und jüdischer Amerikaner. Und so, er hat
viele von den kreativen Dingen, inklusive das Wort Graphic Novel. Und der erste, wo er macht ein ganzes Buch als Comic, gigantisch lang, absichtlich und findet es ein Kunstwerk. Er war der Erste, der merkt, es ist ein Kunstwerk. Die andere denkt, ja, es ist ein Job. Irgendwann werde ich echt Kunst machen oder sowas. Also Jack und Will, die beiden merken, das ist Kunst. Und ich liebe Will, weil er hat eine berühmte Figur, heißt The Spirit. Und der Splash Page, der erste Zeichnung in jede Comic, in sein Ding war es 6 Comic-Seiten bis 8 in der Zeitung am Sonntag. Der erste ist der Splash Panel. Und du siehst das Wort, siehst du Spirit hinein, liegt auf dem Boden. So heißt es. Er integriert das. Und die Geschichte beginnt da auf der Zeitung. Er macht hochkreative Dinge. Unglaublich. Hier zum Beispiel eine links. Er hat ein ganzes Polizeiabenteuer gemacht, wo alles sind auf diese Kärtchen, die Polizisten früher gemacht hat. Heutzutage, da wäre wahrscheinlich ein Handy oder sowas. Ja, die Panels. Oder rechts, das ist das Wort Spirit. Es ist ein Wolkenkratzer. Die laufen hinein. Dann die gehen in den Elevator und es gibt einen Mord, der Lift. Und die Panels sind alle der Lift. Siehst du rechts? Das ist so unglaublich kreativ. Eisner. Es ist jedes Ding hat quasi Comics geändert, weil es einfach so verdammt kreativ. In Ende der 80er gab es ganz interessante, auch jüngere Künstler, Harvey Pekar, der hat nur sein Leben gemacht. Er hat Krebs gehabt und solche und hat etwas. Und mexikanisch-amerikaner Punks, so wirklich Punkrockers, die haben ein berühmte, heißt Love and Rockets, über ein Girl-Punk-Band, Maggie und so. Oder Dan Close hat Ghost World. Kennst du Art School Confidential, der Film? Oh, da müssen wir gehen. Er hat ein Buch gemacht über quasi den Vorkurs in Amerika, das er erlebt hat. Heißt Art School, und er verarscht alle die Künstler und sich selbst und alles, aber sehr treffend. Und die haben einen Film davon gemacht. Und du wirst lachen, wirklich, weil du kennst andere Mitschüler und dich selbst und so weiter. Das ist sehr interessant. Und dann kommt die große, große Anerkennung auf der Welt. Kennt ihr Maus? Art Spiegelman ist ein... Ups, warte, Kaffee. Art ist ein Sohn von jüdischen Einwanderern. Sein Vater war in einem KZ und überlebt. Aber sein Vater und ihm haben eine sehr schlechte Beziehung. So, er macht ein ganzes Abenteuer über das Abenteuer von seinem Vater in der KZ, aber auch verschönt seinen Vater nicht. Haust du ab, Juliana? Oder magst du uns einen Tanz? Mein Laptop hat keine Einpackungen. Oh nein. Ich dachte, du magst vielleicht so ein Rope Dance. Ja. Und er mag diese Abenteuer, ist unglaublich. Und er klaut die Figuren, aber er zeichnet grober für Effekt, die Nazis gemacht haben, Schimpfungen gegen andere Leute. Zum Beispiel, die nennen die Juden Ratten oder Mäuse. So, er macht alle die Juden Mäuse. Er macht die Amerikaner sind, was sind wir? Hund, glaube ich. Die Deutsche sind Katzen. Die Polen sind Schweine. Und die haben es nicht verstanden. In Polen war es teilweise verbannt am Anfang. Die sagst Beleidigung. Nein, er verarscht die Beleidigung. Er macht einen Kommentar. Es ist super stark. Es heißt Maus. Und sein Vater redet. In Englisch ist besser als Deutsch, weil sein Vater redet wie ein typisch Jude von dieser Zeit. Er redet mit quasi Deutsch Wortordnung. Genau wie ich mache Deutsch kaputt. Mit Englisch Wortordnung macht er mit Deutsch. Die Verben sind am Ende und so. Mit sehr viel so hebräischen und polnische Wörter hinein und solche. So, es ist so schön. Und dann die ganze Abenteuer. Und er hat den Pulitzer Prize gewonnen. Und das ist ein Preis für Literatur, nicht Comics. Es ist eine von den 2 wichtigsten, der Booker Prize und der Pulitzer Prize in der englischen Sprache für ein Buch. Erste Comic, ein super wichtiger Literaturpreis. Alles ist anders nachher. Art ist ein bisschen schwieriger Mensch, aber er ist ein super Genie. Und er raucht wie ihr Europäer ständig. Kettenraucher, geht voll auf den Nerven. Die müssen immer speziell Erlaubnis für ihn, weil er kann keinen Vortrag halten, weil er muss was
40 Zigaretten rauchen während den Vortragen, das ist illegal bei uns. Und so, die müssen immer spezielle Erlaubnis von der Feuerwehr, so er kann reden und rauchen. In Frankreich kommen das immer weiter. Ich muss leider gehen. Was? Oh, Sorry. nein, du Ich darfst muss nicht. Bevor der Andy nicht mehr in der Schule ist. Ah ja, Aber- sage Grüße an Andy. Gell? Mache ich, danke. Viel Spaß noch. So, Tschüss. was bin ich irgendwie? Ja, ciao. Ich bin etwas wie ein bisschen mehr als die Hälfte. Soll ich weiter? Willst du Pause? Was wollt ihr? Pause. Jolie, Tabi, Jerry. Also, ich sollte mal aufs WC. Okay. Weißt du, wir halten hier mit Möbius, berühmte realistische Französin. Ich gehe auf und hole Kaffee. Okay, dann kommen wir was in 5 Minuten oder sowas. Okay. Okay. Ciao. Ja, gut. Elena, jetzt ist gerade Pause. Oh, Aber ich glaube, in Okay. 5 Minuten geht es weiter. okay, gut. Dann kann morgen dranbleiben. Hä? Du brauchst sicher jetzt auch mal eine Pause. Ich meine, jetzt hast du erst mal einstellen und so. Ja, es war wirklich mega streng gewesen, die letzten 3 Minuten. Krass. Ja, das habe ich vergessen. Ah, Ich habe bei dir auch eine Mail geschickt, von wegen, es wird jetzt online gemacht in Zürich. Ja. Also Wie nein, vor? das online gemacht wird, sind einfach gesagt, findet nicht so statt, wie es gesagt haben. Bei mir haben sie eben so geschrieben, von wegen, es wird, also das Interview wird wahrscheinlich dann alles, also es wird so online gemacht. Sie Ja. schauen, dass es so wie personenfrei machen können. Ja. Also bei mir wird auch das Gespräch wird über Skype oder Zoom oder so. Das ist so scheiße. Aber sie haben noch nicht geschrieben, wen und wie und so. Ja, da haben sie auch noch nicht mehr geschrieben. Ich frage mich, wie sie das machen. Aber Vor allem vielleicht ist es voll mega gut. persönlich, nachher funktioniert in der Kamera nicht oder so. Ja, Nachher hast du da so dein Portfolio, so, ja, okay, da habe ich da. ich habe mein Portfolio nicht mal. Ja, aber sie haben es dann. Und dann bist Aha, du ja. Ja, voll komisch. Vor allem ist das Ding, ich habe mir gedacht, für mich ist es voll gut, wenn wir dort gewesen wären, weil ich glaube, da bringt man voll die Vorteile, wenn es so ein persönliches Voll. Gespräch gibt. Aber so über Skype ist das voll komisch. mega, ja. Keine Das Ahnung, geht- ja. Ist eher schlechter für mich. Ja, ich glaube, ist für jeden schlechter. Vor allem kannst du sie dann auch überhaupt nicht einschätzen, wenn du so kurz telefonierst. So. Ja, hört nicht. Aber ich frage, weißt du, vielleicht machen sie eben auch so. Bei mir ist eben Hallo? Gang weg. Wer ist das? Ah, das ist gar nicht sie. Juliana. Über uns echt zu. Hä? Über uns echt zulässt. Ja. Wer ist das, Ja. Juliana? Mein Vater. Hi, Hallo. Juliana. Geht irgendjemand von euch heute auf Luzern? Nein, ich bin noch nicht, ich kann es eben online abgeben, aber ich muss noch schreiben. Ich muss eben noch auf Luzern heute. Ah, kannst du es nicht per Post? Ja, doch, aber irgendwie nicht so Bock. Nachher kommt es nicht auch oder so. Ja, ich weiß, was du meinst, ja, fix. Nö, ich kann es eben online machen. Hm. Ich habe noch bis am 6. Uhr Zeit zum Schreiben. Sollte mal anfangen. Ja, aber bei uns ist es verlängert worden auf den 26. Ja, bei mir nicht, weil es ist halt online. Ja, okay. Digital ist halt wie so. Ja. Wieso sehen die einfach nicht? Ja, genau, das machen wir fertig. Aber das ist ein Datenrapport über die wirtschaftlich bedingten Ausfallstunden.
Ja, man kann höchstens draufschreiben, aber dann ab 16. März. Also Einkommen aus Zwischenbeschäftigung geht also unselbstständig. Ja. Arbeiten seines Arbeitsausfalls zusätzlich. So. Auch da gibt es jemand neu. Elena! Hallo! Habt ihr alle Antwort jetzt bekommen von, oder irgendwie geht das mit der weiterführenden Schule und solche Dinge? Was ist da los? Keine Ahnung. Nichts gehört? Oder? Also, ich weiß nicht, Ja, Jolande, was? in Luzern wäre ja so ein Aufnahmetag und der findet wahrscheinlich halt nicht statt. Ja. Und keine Ahnung, was die dort jetzt machen. Die haben Und nicht kontaktiert. Ja. Oh, Scheiße. Juliane, hast du was gehört? Ja, es findet online statt. Und sie sind ja Musikkinder, wenn und wie genau. Das ist sehr ungeschickt. Also das ist jetzt heute besser, als ich gedacht habe, aber nicht sehr bequem, gell? Ja. Ich weiß nicht, wie es geht. Und du siehst immer nur etwas 5 Leute. Wie magst du, wenn du hast 10 Leute? Du kannst die nicht sehen, oder was? Ich sehe, Jerome, bist du da? Ich sehe ihn nicht. Doch, ich bin da, ich habe nur da Mikrofon auf Stumm gehabt. Ah, okay. Zuerst er versteckt sein Gesicht, dann seine Stimme. Hast du was zu verbergen? Muss ich die FBI anrufen? Nein. Ich habe nicht gehört. Hast du gehört etwas über die Schule oder was? Aha, ihr habt einfach geschrieben, dass online durchgeführt wird. So, alle müssen immer noch Interviews, aber online. Das ist komisch. Ja, sie machen auch Prüfung, aber online. Ja, aber was will ich da machen? Eine Prüfung online. Wie? Ja, wahrscheinlich. Ja, auch immer das Wort. Das ist ganz komisch. Ich weiß nicht. Ja, Strom. Okay, soll ich weitergehen? Wer sind alle da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Okay, da ist Möbius. Ich gehe jetzt weiter zu Astro Boy für Manga-Fans. Osamu Tezuka. Er ist der Erfinder von das. Tezuka war ein Arzt und liebt Disney und Jack Kirby, die ich schon gezeigt habe. Und er sagt, wieso kann ich die nicht zusammenbringen? Das siehst du oben in Astro Boy. Ich weiß nicht, wie er heißt auf Deutsch. In Englisch hieß der Astro Boy. Und siehst du, dieses ganz Jack Kirby ist verantwortlich für diese radikale Vorkurzung und alles und so. Und diese kreative Dinge zu Tezuka. Aber das Ding mit den Augen, also deswegen ab und zu, ich schimpfe Leute an, wenn die alle zeichnen. Große Augen, kleine Nase, kleine Mund, große Brüste. Und sagt immer, ich sage, ja, aber das ist Tezuka. Und man sagt, das ist Manga. Ja, es ist, aber es ist das ein bisschen, als ob du zeichnest genau wie Picasso. Also, aber langsam Manga kommt raus. Einfach die ganz junge zeichnen immer alle absolut identisch. In meiner Zeit, das war Jack Kirby. Wir haben alle genau wie Jack Kirby. Aber ich finde es ein bisschen schade. Es ist besser, wenn man findet selbst was. Wir kommen dazu. Aber Manga hat super kreative Seiten. Wo die ganze Seite ist ein Kunstwerk. Und es gibt die als Kunstwerk. 3 von meinen absolut Lieblingsjüngere, Mittelalter jetzt für euch, aber jung für mich, ist Chris Bear in Chicago, mag Jimmy Corrigan, sehr deprimierend, aber er ist Designer und es ist traumhaft Design, sogar die Form von dem Buch und das Papier innerhalb von dem, also er macht alles, sogar verfälschte Werbungen in drin, unglaublich Dinge. Joe Sacco ist ganz interessant. Er ist Journalist, Comiczeichner. Er geht
in Kriegsgebiet und solche. Zum Beispiel, er war in Graz, so er geht in den bosnischen Krieg auf beide Seiten und mit den Leuten und dann zeichnet darüber. Er geht in Israel, in Palästina, der inländische Teil und so weiter und dann zeichnet es. Sehr gefährlich, aber sehr kreativ, wunderschöne Comics und sehr ernst dann, gell? Weil er lässt die Leute selbst reden und so und beide Seiten sehr oft und so. Und super, besonders für Frauen, Mädchen, ihr sollt das lesen, ist Mariani Satrapi. Kennst du das Persepolis? Hätte da einen Film drüber gegeben? Ja, lese es einmal oder schaue den Film. Es ist super. Sie war in Iran als Kind und dann so vor der Revolution, dann während der Revolution, dann raus und dann in Paris, aber sie verschönt nicht Paris auch. Sie hat große Schwierigkeiten im Westen, dann ist sie zurück nach Iran, dann wieder in Paris, wo sie lebt und hat dieses Buch darüber. Und hat, weil die Eltern waren links und so weiter, so, und dann über Nacht, sie muss diese scheiß ganze Anzug, wie das heißt, tragen und alles, du siehst in dem Bild. Das ist, finde ich, eine der besten Kunstwerke der letzten paar Dekade und sicher von Wichtigkeit für Frauen. Satrapi. Okay, wo sind wir? So, wir sind fast zum Mütze. Okay, zuerst, Comics war immer, hallo? Immer viel. Eigentlich gehe ich schnell, weil man fragt mich, wenn ich zeige, die haben zu oh, machen die schon. Hat immer von Anfang an ganz komische, schau mal diese Dinge. Horror, Abenteuer von Santa Claus. Was für P. Craig Russell macht nur in Gänsefüßchen Opern. Es gibt Märchen, es gibt Porno, es gibt Western, War, unglaublich, ganzes Spektrum. Abenteuer von Politikern, von Rockbands, The Grateful Dead und so weiter. Und hier sind ein paar ganz interessante Dinge, finde ich. Experimentell Seite, du siehst. Am Anfang Comics war wie oben links. Ihr seht nicht mein Batman-Symbol, so du siehst nicht die Cursor, wenn ich mache. So? Schade, ich wollte direkt, da muss ich lernen. Siehst du oben links, ist ganz normal, aber ganz bald beginnt man kreativ. Neben rechts davon ist Abstraktkunst. Dann ist die Maus rechts und weiter rechts oben ist Stranko von ein Spy-Comic, Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Und du siehst so, der Panel ist vague, aber es immer noch hat der Panel-Idee. Unten links schon wieder Eisner mit den kreativen Dingen, als ob das Blatt gedreht ist. Und unten rechts voll mit Farbstift und Bleistift gezeichnet von Gene Colan wieder. So du hast ganz verschiedene Dinge. Es gibt auch, kommen wir zu den ganz esoterische Dinge, womit ich eigentlich auch involviert bin, aber es ist spezielle, so Comics als Kunst, bildende Kunst. Es gibt eine ganze Bewegung, heißt Abstract Comics von Andrei Malotu, ein Kunsthistoriker, der auch Comiczeichner ist. Habe ich das links gezeigt, glaube ich, aber das kann ich nie drüber gehen. Mathieu Baliev, ein französisch sprechender Schweizer Mathematikprofessor, Junge, der macht das. Siehst du das? Schau mal, der Viereck redet mit der Kreis und dann es ist unglaublich interessante Dinge, abstrakt und ein Comic, auch rechts. Hier ist ein von mir, es ist wie ein Zoom und ein Zoom-Out von Zeichnungen von Türe. Ist auch von mir, basiert auf einer Seite von Superman. Ciao, Elena. Was magst du? Hoi. Und hier will ich sagen, man kann die mischen. Weil sehr oft man fragt mich, ist das, was ich mache, ist das Comics, ist das Installation, ist das Gemälde? Und man will die trennen. Ich glaube heutzutage in Postmodern, und da mache ich wahrscheinlich nächste Woche Postmodern, am besten mischt man alles. Das ist einfach Mischling, finde ich, ist der Beste. Da zum Beispiel ist ein Comic, das ich gemacht habe, das war in Bill Noir in Paris gedruckt von mir. Das ist eine Installationsversion, die sind Gemälde, das Schwarze ist auf der Wand gemalt, du siehst einen Mann für Größe, sowas. Hier ist ein Mann, Chris Hill, französische Kalifornier, der macht so Plakaten als Kunst. Christa Donner, eine meiner absoluten Lieblings, sie mischt
Illustration und ich werde mehr über sie reden in Postmodern, Pomo, Illustration, Comics und Mutter sein. Das hat viel zu tun mit Mutter werden. Da ist von mir wo du siehst, die Gemälde sind Öl auf Leinwand, die hängen und das Schwarze ist auf der Wand gemalt in eine Kunsthalle, Kunstraum Kreuzlingen. Und da stehe ich immer. In meine Bilder stehe ich, meine Frau oder mein Hund, immer rechts wie ein Idiot, so man weiß, wie groß es ist. So, da sind verschiedene, wo ich habe die auf der Wand gemalt und so. Rechts in 3 Museen in Amerika. 2. Das sind andere Dinge von mir. Aber ich erkläre über mich in Zukunft. Ganz letzte Mal wir treffen, zeige ich meine Bilder. So hier zum Beispiel. Ist das eine Installation? Ja. Gell? Das hat sogar die Tür habe ich gebraucht. Und ich denke darin, die Comics, die Gemälde in der Mitte sind eine Sequenz. Es ist über einen Hund von mir, der gerade gestorben ist. Und die anderen Tiere sind auch nicht kurz vorher gestorben. So ich denke Tod nach. Das heißt Mementi Mori. Und dann ist es auch ein Symbol. Ein Comic in der Mitte ist, und der Schwarze ist direkt auf der Wand. Und der andere ist ein großes Billboard. So, was ist das? Ja, Installation, Gemälde, Comic, alles. Oh, ein Philosoph von England hat darüber geschrieben, vor kurzem in ein philosophisches Buch, hat mich angeschrieben, ganz freundlich, aber was darf er behaupten, das ist ein Comic? Ich sage, ja, ich sage das immer, niemand glaubt mich. So, es ist einfach ein verdammt großer Comic. Und ich habe sogar in meiner Doktorarbeit habe ich mehrere Seiten, wo ich habe so 2 Kapitel. Meistens, hauptsächlich ist es typisch langweilige Dissertationsschreiberei, gell, also 400 Seiten, 450 Seiten. Aber 2 Kapitel sind in Comicform, wie du siehst rechts. Und ganz unten, du siehst links Panel, das ist meine Frau. Und da sind wir im Bett am Lesen rechts. Und sie redet Schweizerdeutsch. Nur für Spaß, weil wenn wir reden zusammen, ich rede Englisch, sie redet Schweizerdeutsch, so das sage ich etwas über Cicero und sie sagt, da könntest du auch, oder so. So, und eine Idee von mir, Ikonosequenzialität, dass man kann für bildende Kunst brauchen, da sind wir fast fertig hier. Und das ist, dass die ganze Seite kann angeschaut als eine Einheit. Und der Erfinder davon war Frank King in den 40er Jahren. Siehst du dieses Blatt rechts? Das war jeden Sonntag für 2 Monate, 1 Monat, hat er einen Bauplatz. Zuerst ist es nur eine Wiese, dann ist es ein Loch, dann ist es, was du siehst hier und so weiter. Und jedes Mal Skisitz, so der Bub und seine Freundin haben ein Abenteuer. So die wechseln in jedem Bild, aber das Bild ist ein Bild. So es ist Ikono wie eine Gemälde, aber sequenziell wie ein Comic, gemischt. Ich finde es Genie. Und so, es gab kein Wort dafür, so ich kann Ikonosequenzialität. Ups, da habe ich oben falsch geschrieben. Ups, Schatz. So, verschiedene Dinge für mich. That's the end. That's the history of comics. Und ein paar Dinge, ich würde sehr interessant zu probieren für dich. Einmal nimm ein Blatt, mach Klebband drauf, aber du weißt, wie man macht Klebband ein bisschen dreckig, sodass es nicht klebt zu viel. Gell? Kennt ihr das? Du machst Klebband auf deine Hose, so es wird dreckig. Dann klebst du auf dem Papier die weiße Strich, die Gutters. Dann zeichnest du ein ganzes Bild. Dann nimm die Klebband weg und dann versucht in jedem Ding etwas irgendwie, das passiert. Okay? Eine Schülerin von mir hat einmal einen gemacht, das war Untersee, ein ganzes Ding. Und dann es war schwarz-weiß. Und dann ein kleiner roter Fisch schwimmt da durch und hat ein anderes Abenteuer in jedem Ding, aber in dem gleichen Bild. So da finde ich es sehr spannend zu versuchen. Ja? Tada! Bam! Frage? Stop presenting. Das seid ihr. Also Jerome, der versteckt sich schon wieder. Einfach, weil es ist schwierig, wenn du bist der einzige Mann in einer ganzen Klasse, gell? Das ist. Ja. Du bist da, yeah. Frage zu Comics. Oh, du hast ein geiles T-Shirt. Was ist das? Elena? Nein.
Was magst du, Elena? Elena, was magst du? Kunst. Bescheinigung. Ich mache Schnittmuster. Oh, okay. Was habt ihr für, Hausaufgaben jetzt oder was? Immer noch für die Prüfungen und so. Alles fertig. Sag mir, wenn du. Hallo. Hallo? Ist das Mom? Hi Mom. Sag mir, wenn ihr hört was, gell? Ich würde gerne hören, was ist da los und so. So, ich mache ich komme auch Samstag mache ich einen, aber für die Teilzeit. Aber etwas, ihr habt schon gehabt. Ich mache weiß was. Nächste Woche mache ich mit euch das Ende von Postmodern, glaube ich. Und dann sehen wir, dann ist Ferien, gell? Nächste Woche und dann ist schon Schulferien oder nicht? Was? Ich glaube, noch eine Woche. Aber wir sehen, wir versuchen irgendwas bis zum Schluss oder also irgendwas. Und dann ist ich hoffe, nach der Schulferien sind wir. Oh, Jolanda ist gefroren. Bist du da, Jolanda? Ja, aber es geht wieder. Nein, du bist ganz ein Einzelner. So, wir sehen, ich weiß nicht, was auch, aber sag mir, was passiert mit den Prüfungen und so, das interessiert mich, das ist so schwierig. Ja? So. Viel Spaß im Quarantin. Ja. Kannst du irgendwann vielleicht kommen vorbei bei mir und einfach stehe in der Wiese und wink mich an oder sowas? Ist es fertig? Ja, ich glaube. Ich habe es super schnell gemacht. Jetzt habe ich den Schluss verpasst, schade. Bist du da? Was hast du gemacht? Telefoniert. Nein, telefoniert. Okay, weil die anderen können weggehen. Ich kann dir zeigen, wenn du willst. Oder? Nein, ist nicht gut. Ich habe nicht mehr aufgeschrieben, jetzt kann ich die ein bisschen nachsuchen. Ja, aber was hast du als letztes gesehen? Christina Donner. Oder wie heißt die? Christa Donner. Okay, warte einen Moment. Ich werde auch. Okay, that's the end of the recording. Then I will see.